Der Sommer hatte sich uneingeladen über die Stadt gesetzt und drückte auf alles nieder, was sich nicht bewegen konnte. Auf die Dachziegel, auf die Kopfsteine der Gassen, auf die kleine Werkstatt im zweiten Hinterhof, wo das Schneiderlein saß und nähte. Er nähte immer. Das war seine Arbeit, das war sein Leben. Ein Zimmer, ein Tisch, eine Nadel, ein Stoff. Und draußen eine Stadt, die er vom Fenster aus kannte, ohne je wirklich dazuzugehören. Die Händlerin war schon wieder gegangen, ohne zu kaufen. Das war ihr gutes Recht. Händlerinnen haben das Recht, weiterzugehen. Ohne zu kaufen, das ist das Wesen des Handels. Aber sie hatte auch geguckt auf dem Weg nach draußen. Dieses bestimmte Gucken, das nichts sagt und alles meint. Er kannte es. Es war das Gucken von jemandem, der glaubt, dass er weiß, was jemand wert ist. An diesem Morgen aber wollte er essen. Er legte die Nadel in den Stoff und schnitt sich Brot. Das Messer fuhr durch den Leib und der Geruch von Kruste und festem Inneren füllte die Werkstatt. Einer von den seltenen Momenten, in denen sie nicht nach Stoff und Faden und Kreide roch. Dann das Mus. Ein Glas Pflaumemus aus dem Herbst, dunkel und süß, und der Geruch stieg auf und zog aus dem Fenster in den Hinterhof und von dort weiter durch die Luft des Sommers. Die Fliegen kamen, weil der Geruch süß war. 2, 4, mehr. Sie setzten sich auf das Brot, auf das Mus, auf den Rand des Glases. Das Summen füllte den Raum. Das Schneiderlein ließ sie kommen. Er schaute, wie die Schicht auf dem Brot schwarz wurde, von Beinen und Flügeln, wie das Summen dichter wurde und die Luft der Werkstatt sich veränderte. Dann griff er nach dem nächsten Stück Stoff, das erste, das seine Hand fand, und schlug. Einmal, kräftig. Dann hob er den Stoff. 7 tote Fliegen. Auf dem Brot, auf dem Brettchen, auf dem Rand des Glases. Er zählte sie. Einmal, zweimal, nicht weil er gezweifelt hätte, sondern weil die Zahl es verdiente, zweimal gezählt zu werden. 7 auf einen Streich. Er saß, die Werkstatt summte nicht mehr. Draußen die Stadt, das Rauschen der Gasse, das ferne Klopfen des Schmieds. Innen Stille. Und in dieser Stille, in dem kleinen Zimmer mit dem kleinen Tisch und dem kleinen Fenster, in dem das Schneiderlein sein Leben lang gesessen hatte und genäht hatte und von Händlerinnen angeschaut worden war, mit diesem Blick, in dieser Stille entschied etwas. Nicht er. Etwas in ihm, das kein Name hatte und keinen brauchte. Er stand auf. Er griff nach Stoff und Schere und Faden. Nicht um zu nähen, um etwas anderes zu machen. Er schnitt, maß, stickte, und was unter seinen Händen entstand, war ein Gürtel. Schmal, sauber, mit kleinen, selbstbewussten Buchstaben, die jeder lesen konnte, der nah genug stand. 7 auf einen Streich. Er hatte das schnell gemacht. Die Schere durch den Stoff, der Faden gespannt, der Stich gleichmäßig, die Hände eines Mannes, der sein ganzes Leben lang genäht hatte und der deshalb in dem Moment, in dem er aufhörte, Schneider zu sein, immer noch wie ein Schneider arbeitete. Das war das Komische daran. Das war das Echte daran. Er hielt den Gürtel hin. »Bist du so ein Kerl?« fragte er in den Raum. Dann legte er den Gürtel an. Er trat ans Fenster. Die Stadt draußen, Kopfsteine und Dächer und Schornsteine und das Rauschen der Leute, die hin und her gingen und nichts wussten. Die Stadt? Er schüttelte den Kopf. Die Stimme, die dabei aus ihm herauskam, klang nicht wie die Stimme eines Schneiders. Sie klang wie die Stimme von jemandem, der gerade beschlossen hat, dass er kein Schneider mehr ist. Die ganze Welt soll's erfahren. Er nahm die Jacke, hängte sie um, ließ das Brot stehen, ließ die 7 Fliegen liegen. Er durchsuchte die Werkstatt nach dem, was er mitnehmen könnte. Das war der erste praktische Gedanke nach dem Beschluss. Nicht, ob er ging, sondern womit.
Er wühlte in der Kiste unter dem Tisch, in der Schublade am Regal, hinter dem Fässchen für Stecknadeln. Was er fand? Ein alter Käse. Rund, hart, nach Keller riechend, die Rinde etwas schmierig. Er nahm ihn. Nicht, weil Käse der Proviant ist, mit dem man in die Welt zieht, sondern weil er da war und das Schneiderlein nahm, was da war. Im Gesträuch vor dem Haus saß ein Vogel. Er zupfte an einem Zweig, aufmerksam, zufrieden, ohne Ahnung von dem, was der nächste Augenblick bringen würde. Das Schneiderlein blieb stehen, betrachtete den Vogel, betrachtete seine Tasche. Die Tasche war groß genug. Der Vogel saß nun in der Tasche. Durch den Stoff hindurch das kleine Pochen des Herzschlags, das Zappeln der Flügel, das dann aufhörte, weil Vögel in Taschen irgendwann begreifen, dass Zappeln sinnlos ist. Das Schneiderlein zog weiter, leicht und behend, wie jemand, der nicht schleppt, weil er nicht schleppt. Den Käse in der einen Tasche, den Vogel in der anderen, den Gürtel um die Hüfte, den Sommer über dem Kopf. Er schaute nicht zurück. Die Werkstatt stand noch, das Fenster, das er kannte, wie die Rückseite seiner Hand. Der Tisch, das Brot, die 7 kleinen Körper auf dem Brettchen. Er drehte sich nicht um, nicht aus Gleichgültigkeit. Er vergaß es einfach. Und das war dasselbe wie Entschlossenheit, nur echter. Die Gasse führte aus der Stadt. Der Weg danach führte bergan. Irgendwo auf dem Berg, das wusste er nicht, wartete die Welt. Auf dem Berg saß ein Riese. Kein kleines Wort für ein großes Ding. Der Schatten des Riesen bedeckte den Weg, als das Schneiderlein um die Biegung kam. Der Boden unter den Füßen des Riesen hatte die Form von jemandem angenommen, der schon lange sitzt und schwer ist. Der Riese hob den Blick, langsam, weil Riesen Zeit haben, und betrachtete das, was auf ihn zukam. Klein, leicht, mit einem Gürtel. Das Schneiderlein blieb nicht stehen. Er ging auf den Riesen zu. »Guten Tag, King. Kamerad Kay«, sagte er, mit der Selbstverständlichkeit von jemandem, der entschieden hat, dass hier 2 Gleiche stehen, bevor der andere das beurteilen kann. Der Riese runzelte die Stirn. Das war keine Drohung, das war Verwirrung. »Wohin des Wegs, du Lump?«, sagte der Riese. »Du miserabler Kerl!« Das Schneiderlein zeigte auf den Gürtel. Nicht mit dem Zeigefinger, mit der ganzen Hand, beiläufig, wie man auf etwas zeigt, das für sich selbst spricht. Der Riese las 7 auf einen Streich. Er las es nochmal. Dann 7, 7, bestätigte das Schneiderlein. 7 auf einen Streich. Der Riese sah ihn an. Ein langer Moment. Mann oder Fliegen? Aber das Schneiderlein hatte schon die Hand in der Tasche. Der Käse kam heraus. Rund, schwer, grau. Ein Stück, das wie ein Stein aussah, wenn man es nicht genau anschaute. »Siehst du diesen Stein?«, sagte er. »Den drücke ich, bis der Saft herauskommt.« Er drückte. Der Käse war weich genug. Die Finger drangen durch. Die ölige Feuchtigkeit von altem Käse lief an seiner Hand herab. Und er hielt die Hand dem Riesen hin. Der Riese sah die Feuchtigkeit, dann die Hand, dann nochmal die Feuchtigkeit. »Das kann ich auch.« Er griff nach einem Stein. Er drückte. Mit der Kraft, die Riesen haben, die ganze Last eines Körpers, der nichts auf der Welt fürchtet und der noch nie eine Grenze gespürt hat. Der Stein blieb ein Stein, kein Tropfen. Er legte ihn hin. »Nun«, sagte das Schneiderlein, »da siehst du.« Dann griff er in die andere Tasche. Der Vogel kam heraus, das kleine Zappeln, der Herzschlag unter den Federn, und das Schneiderlein warf ihn in die Luft. Der Vogel breitete die Flügel aus und stieg, aufgeregt, ungläubig über die plötzliche Weite, zog einen Kreis über dem Berg. Dann fort. Weg. Nicht zurückgeblickt. Der Riese sah dem Vogel nach. Das Schneiderlein sah dem Riesen beim Sehen zu. Der Vogel wurde kleiner und kleiner,
bis er nicht mehr zu sehen war. Die Luft über dem Berg war leer. Der Riese wandte den Blick zurück und schwieg. Das Schweigen von jemandem, der nicht versteht, was gerade passiert ist und der nicht fragen wird. Das Schneiderlein wartete. »Wenn du«, sagte der Riese schließlich, »ein so tapferer Kerl bist, komm mit in unsere Höhle.« »Gern«, sagte das Schneiderlein, »das ist ein Kinderspiel.« Am Weg in die Höhle stand ein gefällter Baum. Eiche, lang, die Äste noch dran, schwer genug, dass selbst der Riese einen Moment davor stehen blieb. Er betrachtete ihn kurz, dann zu dem Schneiderlein. »Wenn du so stark bist, hilf mir, den Baum heimzutragen.« Das Schneiderlein betrachtete den Baum. Er betrachtete den Riesen. Er betrachtete die Krone des Baums, die Äste, die sich zur Seite erstreckten, einer davon in der richtigen Höhe, in der richtigen Richtung. »Nimm du den Stamm«, sagte er, »das ist das leichtere Ende. Ich nehme die Krone. Die Äste, das ist das Schwerste.« Der Riese griff nach dem Stamm. Das Schneiderlein wartete, bis der Riese den Baum aufgehoben hatte, eine Schulter darunter, das Gewicht verteilt, das Stöhnen das erste leise Zeichen. Dann kletterte er, schnell, geräuschlos, bis er auf einem Ast saß, die Beine hängend, der Rücken an einem dickeren Ast, und der Baum schwang und trug ihn. Der Riese schleppte. Das Schwitzen begann an den Schläfen, am Nacken, an der Stelle zwischen den Schulterblättern, wo die Last am deutlichsten drückt. Er trug, weil Riesen tragen, weil das die Art ist, wie Riesen durch die Welt gehen. Und hinter ihm, in der Krone, die er für sich selbst kaum mehr als spürte, das Schneiderlein pfiff. Es ritten 3 Schneider zum Tore hinaus, ein Schneiderlied, seine Unterschrift in die Luft gezeichnet, während der Baum schwankte und der Riese stöhnte und der Wald an beiden Seiten vorbeizog. Er pfiff und beobachtete den Rücken des Riesen, der sich bog und streckte. Und das war das Komischste, das er je gesehen hatte. Komisch auf die ehrliche Art, ohne Bosheit, nur mit der reinen Freude des Menschen, der einmal genau da sitzt, wo er hingehört. Der Riese hörte das Pfeifen irgendwann. Er blieb stehen. »Du pfeifst. Die Last drückt.« Das Schneiderlein klang angestrengt. Er war es nicht. »Das ist bei unser einem Spielwerk, wenn's schwer wird.« Der Riese schaute zurück. Die Krone war dicht, die Äste verzweigt, und wer nicht wusste, was er suchte, fand nichts. Er schulterte den Stamm wieder. Dann der Kirschbaum. Am Rand eines lichten Waldstücks stand er randvoll mit roten Früchten, und der Riese bog einen Ast herab, damit das Schneiderlein die Kirschen essen konnte. Das Schneiderlein ergriff den Ast. Der Riese ließ los. Der Ast federte zurück. Was kam, kam schnell. Die Luft, das Reißen, das Hochwerden ohne Vorwarnung. Er flog, keine andere Beschreibung dafür, und der Sommer war plötzlich überall um ihn, oben und unten und in alle Richtungen, und dann der Boden. Scharf, zwischen den Wurzeln des Kirschbaums. Er lag, die Wurzeln unter dem Rücken, der Himmel über dem Gesicht, das Summen der Fliegen irgendwo nebenan. Dann das Gehirn. Es setzte ein, wie es immer einsetzte, nicht langsam, nicht mit Anlauf. Fertig. Er stand auf, klopfte sich ab, glättete den Gürtel. Der Riese wartete. Was war das? Ich bin über den Baum gesprungen. Die Stimme, sachlich, klar, der Ton von jemandem, der etwas erklärt, das keine Erklärung braucht. Das ist bei unser einem nichts. Du, kannst du das auch? Der Riese betrachtete den Kirschbaum, die biegende Krone, die noch schwang. Er versuchte sich vorzustellen, wie das aussehen würde. Er konnte es nicht. Das war eine Tatsache. Das geht nicht. Kein Vorwurf, sagte das Schneiderlein. Freundlich, fast warmherzig. Die Höhle war groß. Nicht auf die Art von groß, die man sich vorstellt,
sondern auf die Art, die man erst versteht, wenn man drin steht. Das Aufhören der Wärme, das Dunkelwerden der Luft, der Geruch von Rauch und gebratenem Fleisch und dem, was entsteht, wenn viele große Wesen auf engem Raum zusammenleben. An einem Feuer in der Mitte saßen 2 weitere Riesen. Sie aßen. Mit der Gründlichkeit von Wesen, die essen, weil sie können, weil der Teller nicht leer wird, weil niemand wartet. Das Schneiderlein bekam ein Bett. Er stand davor. Lang, breit, aus grobem Holz und grobem Stoff. Ein Bett für einen Körper, der 3-mal so groß war wie seins. Er legte sich auf die eine Seite. Zu viel Raum, zu viel Stoff. Kein Rand, kein Gefühl von Form. Das Bett schluckte ihn und ließ ihn trotzdem offen auf allen Seiten. Er stieg aus dem Bett. In der Ecke war Stein auf 2 Seiten. Das war das Richtige. Er rollte sich zusammen, den Rücken an die Wand, und das Feuer wurde kleiner in seiner Wahrnehmung und das Reden der Riesen gleichmäßiger, und er schlief. Die Glut sank zu einem roten Fleck. Das Schnarchen füllte den Fels gleichmäßig, wie Wasser ein Becken füllt. Das Gestein hinter seinem Rücken hielt die Kälte der Tiefe. Mitten in der Nacht das Krachen. Dumpf, metallisch, schwer genug, um durch den Fels zu gehen. Das Schneiderlein lag in der Ecke und rührte sich nicht. Nicht einen Muskel. Das ist die Art von Stille, die der Körper hält, wenn er versteht, dass alles davon abhängt. Keine Entscheidung. Der Körper weiß das einfach. Er lag. Er atmete. Die Atemzüge waren flach und gleichmäßig. Die Art des Atems, die kein Geräusch macht. Das Bett war getroffen worden. Er wusste es, ohne nachzuschauen. Das Geräusch einer Eisenstange, die durch Holz fährt, ist ein bestimmtes Geräusch. Nicht das Brechen, das Aufhören. Einmal, kräftig. Danach Stille, in der die Höhle hielt, was sie wusste. Die Riesen schwiegen. Er schwieg. Die Nacht war sehr lang. Am Morgen trat er hinaus. Die Bergluft, frisch und gleichgültig, traf ihn im Gesicht und hinter ihm die Höhle und die 3 Riesen, die herauskamen und ihn sahen. Stehen, auf 2 Beinen, den Gürtel am Leib, das Aufgehen der Augen, das kleine Rückwärtsneigen, jeder für sich. Das Unverständnis über das, was nicht hätte sein können und war, über ein Ergebnis, das keine Erklärung hatte und deshalb die gefährlichste Art von Ergebnis war. Furcht, die echte Art. Das Schneiderlein lächelte. Er sagte nichts. Er brauchte nichts zu sagen. Das Lächeln war der Satz. Einer lief, dann die anderen, mit der schwerfälligen Eile von Wesen, die das Rennen nicht mehr gewohnt sind. Die Bergerde zitterte unter ihren Schritten. Das Schneiderlein zog weiter, den Gürtel gerade, die Hände in den Taschen. Zwischen dem Berg und dem Königreich hatte das Schneiderlein geschlafen. Nicht, weil er erschöpft war, sondern weil der Sommer warm war und die Wiese weich und es keinen Grund gab, nicht zu schlafen, wenn die Welt sich für einen Moment still verhielt. Er hatte sich unter einen Baum gelegt, die Arme ausgestreckt, den Gürtel still auf dem Bauch und war weggetreten. Das Gras roch nach Hitze und trockenem Halm. Irgendwo eine Grille. Als die Hofleute des Königs ihn fanden, lag er im Gras. Sie standen um ihn herum, flüsternd mit den Blicken von Männern, die etwas gefunden haben und nicht sicher sind, was es ist. Einer bückte sich und las. Dann richtete er sich auf und las nochmal, weil das erste Mal möglicherweise ein Fehler gewesen war. 7 auf einen Streich, kein Fehler. »Was, wenn er aufwacht?« sagte einer. Niemand antwortete. »Was sollen wir tun?« sagte ein anderer. »Den König holen«, sagte ein dritter. Das war beschlossen. Der König kam selbst, was ein Zeichen war. Könige, die selbst kommen, haben etwas gesehen, das ihnen keine Ruhe lässt. Er stand am Rand der schlafenden Gestalt und las. Sein Gesicht zeigte nichts. Das war das Gesicht des Königs,
das er für Momente gemacht hatte, in denen er noch nicht entschieden hatte. Er sprach mit dem Hofmann. Der Hofmann sprach mit jemandem. Der Befehl lautete, dem Mann in Dienst nehmen, wenn er aufwacht. Das Schneiderlein wachte auf. Schritte auf Stein. Oder war es Erde? Ein Schatten. Viele Augen, die aus verschiedenen Entfernungen kamen. Er öffnete die Augen und sah Hofkleidung, eine ganze Reihe davon, und dahinter den König, der da saß wie jemand, der lieber stehen würde, sich aber nicht erlaubt, das zu zeigen. Der Hofmann trat vor. Er sprach von Dienst, von Aufgaben, von dem, was ein Mann mit solchem Gürtel sicher leisten könnte. Das Schneiderlein richtete sich auf. Langsam, nicht weil er müde war, sondern weil das die Haltung war, die sagte, ich bin nicht beeindruckt, ich bin nur höflich. Er klopfte das Gras von den Schultern, blickte auf den Hofmann, auf den König, zurück auf den Hofmann. Eben deshalb bin ich hierher gekommen, sagte er. Nicht schnell, nicht triumphierend, einfach sachlich, wie ein Mann, der weiß, dass die Welt ihn erwartet hat und der nun höflich zur Kenntnis nimmt, dass die Welt pünktlich ist. Er trat in Dienst. Die Soldaten begannen zu flüstern, noch bevor er durch das Tor war. Man hörte es, nicht die Worte, nur den Ton des Flüsterns, das anders klingt als gewöhnliches Reden, weil es den Klang von Unruhe hat. Der König empfing ihn am 3. Tag, festlich, freundlich, mit der Würde eines Mannes, der immer Würde trägt, weil die Würde das Einzige ist, was er hat, das nicht wegrutscht. Es gab 2 Riesen im Wald. Diese Riesen hatten das Land terrorisiert. Wenn jemand sie bezwingen könnte, dann, sagte das Schneiderlein, dann die Hälfte meines Königreichs, sagte der König. Und meine Tochter. Das war das Versprechen. Die Art, wie der König es sagte, enthielt keine Erwartung, dass es eingelöst werden würde. Das Schneiderlein nahm es an. Er nahm 100 Reiter mit. Sie warteten außerhalb des Waldes, das war ihr Platz. Zeugen verlangsamen, Zeugen stellen Fragen. Allein in den Wald. Das Laub unter den Füßen, der Geruch von Erde und Schatten und irgendwo das Schnarchen der Riesen, das schon von weitem zu hören war. Er fand sie unter einer Eiche. 2 Seite an Seite, das Schnarchen schwer und gleichmäßig. Ein Rhythmus, der den Boden vibrieren ließ. Das Schneiderlein kletterte, hoch, langsam, bis er den Ast fand, der passte, über den Riesen, mit der Sicht, die er brauchte. Er griff in die Jacke, kleine Steine. Er hatte sie auf dem Weg gesammelt, beiläufig, wie man Dinge aufhebt, die nützlich sein könnten. Der erste Stein, gut gewogen. Er warf, Treffer auf der linken Seite. Der Riese rührte sich, schlug im Schlaf nach dem anderen. Der andere rührte sich nicht. Das Schneiderlein wartete. Der Wald wartete. Die Eiche bewegte sich nicht. Der Ast hatte eine Kerbe, wo die Rinde gebrochen war. Er drückte die Finger hinein. Das war das Einzige, was er tat. Dann schließen, dann schnarchen. Er warf den 2. Stein. Auf den anderen. Das Erwachen war lauter. Der Riese sprang auf, und das war das richtige Wort. Er sprang, unkontrolliert, die Fäuste schon bereit, bevor der Kopf wusste, wo der Feind war. Er fand den anderen, schlug. Der andere schlug zurück. Der Baum zitterte. Das Schneiderlein hielt sich fest. Beide Hände um den Ast, der Körper eng gegen das Holz, kein Laut. Der Boden bebte, der Wald hallte und er wartete. Das war das Schwerste, das Warten, das Halten und Schweigen, während unten etwas vorging, das ihn zerquetschen würde, wenn ein Riese nur die Richtung wechselte. Er wartete. Als es vorbei war, stieg er herab, fand einen abgebrochenen Ast, schlug den Liegenden ein paar Mal gegen die Brust, nicht laut, nicht sorglos, mit dem Maß, das Wachen sehen können. Dann
Die Reiter. Sie kamen, sahen, schwiegen. »Hart ist es hergegangen«, sagte das Schneiderlein. Er klang müde. Er war es nicht. »Sie haben sich gewehrt, das gebe ich zu. Aber das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich.« Die Reiter ritten zurück und das Schneiderlein pfiff leise. Ein Schneiderlied. Kein anderes wäre angemessen gewesen. Der König machte gute Miene. Das war bemerkenswert. Die Miene war wirklich gut. Das Lächeln saß, die Haltung blieb, die Hände lagen ruhig auf dem Tisch und nur an den Augen war zu sehen, dass der Mann im Inneren nachdenkt, wie man aus einem Versprechen herauskommt, das man nicht machen wollte. Ein Einhorn im Wald, eines, das Schäden anrichtete. Wenn jemand das Einhorn bringen könnte, »Vor einem Einhorn«, sagte das Schneiderlein, »fürchte ich mich noch weniger als vor 2 Riesen.« Er nahm ein Seil. Er ging. Das Einhorn kam, weil Einhörner kommen, wenn der Wald nach Fremdem riecht, nach Mensch, nach Wärme, nach einem anderen Rhythmus als dem des Waldes. Der Boden zitterte unter dem Hufschlag. Das Schneiderlein stand hinter einem Baum. Einen Baum mit dem richtigen Stamm, der richtigen Dicke, dem richtigen Abstand zum Einhorn, das angriff. Er wartete. Der Wald roch nach feuchtem Moos und etwas Scharfem darunter. Das Licht kam schräg durch die Äste, zersplittert und ungleich. Das Einhorn kam schneller, das Horn gerade, die Augen blind vor Zorn. In dem Atemzug, in dem das Horn ankam, wich er aus. Einen Schritt nach links. Das Horn fuhr in den Baumstamm, tief, bis zum Hals. Das Einhorn zog, zog, zog. Er band das Seil um den Hals des Einhorns, langsam, ohne Hast, weil das Einhorn nicht wegging. Er führte es heraus. Die Jäger, die am Waldrand gewartet hatten, schwiegen auf dem Rückweg. Dann das Wildschwein, das war das 3. Der König gab es auf, höflich zu wirken. Die Augen sagten jetzt das, was der Mund nicht sagte. Groß, schnell, Zähne wie kurze Messer. Das Wildschwein. Wenn jemand... Das Schneiderlein nahm nichts mit als sich selbst. Das Schwein kam, als er noch im Wald stand. Und es war schnell. Sehr schnell. Die Zähne klackerten. Das Schäumen um das Maul. Die Augen, die nicht fragten und nicht warteten. Das Schneiderlein rannte. Nicht wegrennen, sondern hinlaufen auf die Kapelle am Feldrand, weil Kapellen an Feldrändern stehen und er das gewusst hatte. Er sprang durch die Tür, direkt zum Fenster, direkt hinaus. Das Schwein folgte ihm in die Tür, fand das Fenster nicht. Das Schneiderlein schlug die Tür zu. Das Toben hinter dem Holz, das Werfen des Körpers gegen die Wände, das Klackern der Zähne, und das Schneiderlein lehnte an der Tür und wartete auf die Jäger, die er nicht gebraucht hatte und die jetzt ankamen. Er zeigte auf die Tür. Die Hochzeit fand statt mit großer Pracht und kleiner Freude. Das war nicht eine Empfindung, das war ein Zustand. Der Hof hatte seine Aufgabe getan. Die Kleider, die Musiker, das Silbergeschirr, die Gäste in den richtigen Kleidern an den richtigen Plätzen. Was fehlte, war das andere. Das Ding, das entsteht, wenn 2 Menschen sich von Herzen trauen und nicht nur vor Gott und den Zeugen. Das Ding, das der Hof nicht organisieren kann. Sie war schön. Das war keine Frage. Und sie schaute ihn an. Einmal, kurz zwischen den Tischen, mit dem Blick von jemandem, der zählt, was er sieht und noch nicht fertig ist. Er schaute zurück. Kurz, dann weg. Er hatte keine Antwort auf diesen Blick. Er hatte eine Menge Antworten auf eine Menge Fragen. Aber dieser Blick fragte nach etwas, das er nicht hatte. Das Bankett, das Fest, dann die Kammer. Die Kammer war still, weil die Stille des Raumes nach dem Lärm des Festes schwerer ist als andere Stille. Er lag in dem großen Bett und die Decken waren fein und das Kissen war weich und das Dunkel der Decke war das Dunkel einer fremden Decke über einem fremden Bett.
Er schaute hinauf. Dann schlief er. Die Königstochter schlief nicht. Sie lag und drehte den Ring an ihrem Finger. Einmal, zweimal. Die Geste, die niemand von ihr kannte. Die private Geste des Menschen, der nachdenkt und dabei die Hände beschäftigt. Seit der Hochzeit schlief sie schlecht. Das war keine Empfindlichkeit. Das war ein Körper, der weiß, dass etwas nicht stimmt, bevor der Kopf sich traut, es zu denken. Das Murmeln kam leise, aus dem Schlaf. Zuerst dachte sie, sie hätte es nicht gehört. Dann wieder, leise, undeutlich, aus dem tiefsten des Schlafs. Sie hielt den Atem an. »Junge«, murmelte er, »mach mir den Wams und flick mir die Hosen.« Stille, sie lag. Der Atem des Mannes neben ihr war wieder gleichmäßig, tief. Aber das Murmeln war in der Kammer geblieben. Der Traum eines Schneiders. Der Schlaf kennt keine Gürtel. Ein Schneider. Sie drehte nicht mehr den Ring. Ihre Hände lagen flach auf der Decke. Die Decke war kühl unter den Fingern. Der Mann neben ihr atmete tief und wusste von nichts. Der Gürtel lag auf seinem Hemd, schmal und sauber, die Buchstaben im Dunkeln noch zu entziffern für den, der wach lag. Sie hatte das Recht auf die Wahrheit. Sie lag, bis das erste Grau ins Zimmer kam. Am Morgen stand sie auf und ging zum König, ihrem Vater, und sagte das, was sie ihm sagen musste. Der Knappe kam in der Nacht durch die Seite der Kammer. Das Schneiderlein lag und schlief oder schien zu schlafen, was dasselbe sein kann. Und manchmal auch nicht. Der Knappe flüsterte. Er erzählte, was er wusste, weil er wusste, dass ein Mann mit diesem Gürtel das Recht hatte, es zu wissen. Männer vor der Tür. Ein Befehl. Kein freundlicher. Das Schneiderlein lag und hörte. Er machte keine Bewegung, kein Muskel. Nur die Augen, die in dem Dunkel der Kammer offen waren und die Decke über sich sahen. Der Knappe verschwand. Das Schneiderlein ließ das Gehörte sich setzen, wusste, wer ihn verraten hatte, wusste, was die Männer vor der Tür wollten, wusste, was jetzt kam. Und er wählte. Er wählte nicht die Tür, er wählte nicht das Fenster. Er legte sich zurück, in die Kissen, in die Haltung des Schläfers, die Arme neben dem Körper, den Atem gleichmäßig. Die Königstochter lag neben ihm und war wach. Er wusste das, hörte das, den Atem des Wachseins ist anders als der des Schlafs. Und er ließ es, ließ sie wach sein, ließ sie hören, was kommen würde. Die Stille der Kammer war vollständig. Dann begann er zu sprechen, laut genug, fest genug. Die Stimme des Schläfers, die aber trug, durch Stein und Holz und die Tür und den Gang dahinter. »Junge«, sagte er, »mach mir den Wams und flick mir die Hosen.« Eine Pause. Dann tiefer, langsamer, die Stimme, die sich dem Schlaf annähert, nicht davon weggeht. »Ich habe 7 auf einen Streich getroffen. Ich habe 2 Riesen getötet. Ich habe einem Einhorn das Horn in den Baum getrieben. Ich habe ein Wildschwein in der Kapelle gefangen.« Die Stimme wurde leiser, fast unhörbar, nur das Wesentliche noch. Und sollte ich mich fürchten vor denen, die draußen vor der Kammer stehen? Stille. Hinter der Tür das Geräusch von Männern, die sich ansehen. Nicht laut, aber hörbar. Das Umschleifen von Stiefeln auf Stein, das Geräusch von jemandem, der einen halben Schritt rückwärts macht. Dann wieder Stille. Dann nichts mehr. Das Schneiderlein lag, die Königstochter lag, keiner sprach. Er öffnete die Augen nicht, er hatte nicht vor, sie zu öffnen. Das hier war dasselbe wie am Anfang. Die 7 Fliegen, der Käse, der Vogel, der Ast über dem schleppenden Riesen. Er hatte immer nur ein Werkzeug gehabt, und dieses Werkzeug hatte immer funktioniert. Und das Werkzeug war er selbst, wenn er wusste, was gespielt wurde. Die Königstochter lag still, keiner sprach. Die Kammer hielt, was sie hielt. Die Stille nach den Schritten, die nicht zurückkamen. Die Stille der Nacht, die jetzt nur noch Nacht war. Ob sie schlief,
Weiß man nicht. Ob er schlief, weiß man nicht. Das sind die Momente, von denen die Geschichte nichts erzählt, weil die Geschichte weitergeht, ob man schläft oder nicht. Der König schickte am nächsten Morgen niemanden mehr. Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König. Wenn er die Augen schloss, nähte er noch. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,